Dieses Makrovideo entstand in Kooperation mit, aber ohne Einflussnahme von Seiko, die in der Kollektion Prospex gerade einen neuen mechanischen Chronographen herausgebracht haben. Der Speedtimer ist mit einem ganz neuen Uhrwerk, dem Kaliber 8R46, ausgestattet, welches mit einem Säulenrad und einer vertikalen Kupplung so einiges zu bieten hat. Wir zeigen es euch in diesem Video. Bevor wir weiter auf die inneren Werte der hier zu sehenden Referenz SRQ037J1 eingehen, lohnt sich ein Blick auf das 42,5 mm große Edelstahlgehäuse des Speedtimers. Die Seiten sind wie auch die Drücker und das Armband fein gebürstet und werden durch eine polierte Lünette abgeschlossen. Saphirgläser auf Vorder- und Rückseite schützen das Uhrwerk und das Zifferblatt vor Staub und Wasser, bis zu einem Druck von 10 bar. Mit einer Höhe von rund 15 mm ist der Seiko-Chronograph sehr präsent am Arm. Kurze Bandanstöße jedoch sorgen trotzdem für einen hohen Tragekomfort. Das graue Zifferblatt verfügt über applizierte Indexstriche, 2 Hilfszifferblätter für die kleine Sekunde und die Stoppminuten und eine Datumsanzeige auf der 6 Uhr Position. Es ist außerdem von einer Tachymeterskala auf dem Reo umgeben, mit der Geschwindigkeiten über eine bekannte Strecke gemessen werden können. Beim Speedtimer befindet sich, etwas unüblich, die permanente kleine Sekunde auf dem rechten Totalisator. Das linke Hilfszifferblatt dagegen zeigt die maximal 30 gemessenen Minuten des Chronographen an. Zeiger und Indexe sind natürlich mit Leuchtmittel belegt. Das Armband ist aus massiven Bandelementen gefertigt, die Abschlussglieder liegen perfekt am Gehäuse an und sind aus 2 Teilen zusammengesetzt, wodurch sich das mittlere Element schön von den beiden äußeren Elementen abhebt. Die einzelnen Glieder sind gestiftet und eine Feinverstellung an der Fallschließe gibt es nicht. Die Chronographenfunktion ist eine besonders aufwendig herzustellende Komplikation, die auch entsprechend teuer in der Herstellung ist. Ein großer Kostenfaktor war das Schalt- oder Säulenrad. Und daher gab es bereits Ende der 1930er Jahre Bestrebungen, den Fertigungsprozess von Chronographenwerken zu vereinfachen, um mehr und günstiger fertigen zu können. Die meisten volksnahen Chronographen verwenden bald eine sogenannte Kulissenschaltung, bei der das Frästeil Schaltrad durch übereinander geführte Stahlhebel mit halbrunden Nockenprofilen und Stiften ersetzt ist. Die dafür gebrauchten Teile können gestanzt statt gefräst werden. Im Sommer 1969 kam das Seiko 6139 auf den Markt. Die Japaner setzten weiterhin auf ein traditionelles Schaltrad und sogar eine vertikale Kupplung, die ein ruckelfreies Starten des Chronographen ermöglichen sollte. Das neue Seiko Kaliber 8R46 steht ganz in der Tradition des Seiko 6139 von damals. Genau wie der Vorfahre aus den 1960er Jahren ist das Werk mit einem beidseitigen Aufzug, einem Schaltrad und einer vertikalen Kupplung ausgestattet. Damit passt es perfekt in die heutige Zeit, in der wieder vermehrt auf traditionelle Uhrmacherei und aufwendige, kostenintensive Prozesse gesetzt wird. In der Praxis sorgen das Schaltrad und die vertikale Kupplung für eine weichere Betätigung der Drücker, eine theoretisch längeren Lebensdauer der Komponenten und einen ruckfreien und dadurch präziseren Start des Chronographen. Die Chronographenmechanik liegt bei der Referenz SRQ037J1 zifferblattseitig, ist also leider auf der Rückseite nicht einsehbar. Der neue Speedtimer ist Teil der beliebten Prospex-Kollektion und ab 3.000 € erhältlich. Günstiger sind die Modelle mit Quarzantrieb, die mit Solarenergie aufgeladen werden und die schon ab 679 € und in verschiedenen Farbvarianten erhältlich sind. Wenn ihr mehr solche Uhrenvideos sehen wollt, abonniert uns kostenlos auf YouTube. Und für mehr Berichte und Neuheiten aus der Welt der Uhren lohnt sich immer ein Besuch auf armbanduhren-online.de. In der Beschreibung findet ihr außerdem einen direkten Link zu Seiko. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.